Deutsch lernen durch Hören. Der seltsame Nachbar. Marco und Laura wohnen in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung neben ihnen wohnt Herr Weber. Er ist schon über 80 und lebt alleine. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat keine Kinder und bekommt nie Besuch. Herr Weber geht sehr selten aus dem Haus. Der Supermarkt liefert ihm jeden Mittwoch seine Lebensmittel. Oft hört man aus seiner Wohnung Musik. Es sind alte deutsche Volkslieder, zu denen Herr Weber laut mitsingt. Laura macht sich Sorgen. Der Mann ist seltsam. Er geht niemals raus. Ich frage mich, wie er seinen Müll entsorgt. Das geht uns nichts an. Marco macht sich keine Gedanken über seine Nachbarn. Jeder soll so leben, wie es ihm gefällt. Aber Laura macht sich trotzdem Gedanken. Herr Weber ist schon alt. Wenn er sterben würde, würde niemand es bemerken. Doch, sagt Marco, dann hört endlich diese schreckliche Musik auf. Laura findet das nicht nett. Sie möchte Herrn Weber besuchen. Vielleicht kann sie ihm etwas helfen. Alte Leute sind oft sehr einsam. Laura klingelt bei Herrn Weber. Es dauert eine Weile, bis er die Tür öffnet. Herr Weber schaut sie mit großen Augen an. Seine Brille ist so fettig, dass er kaum etwas erkennen kann. Auch seine Haare sind fettig. Er riecht, als ob er lange nicht geduscht hätte. »Kommen Sie doch rein, junge Frau. Ist schon wieder Mittwoch? Ich habe noch gar keinen Einkaufszettel gemacht.« »Ich bin Laura von nebenan. Ich wollte mich nur mal vorstellen.« Herr Weber wundert sich. »Setz dich erst mal hin, Kindchen. Möchtest du einen Tee trinken?« Aber Laura hat sich bereits in der Küche umgeschaut. Sie verzichtet lieber. Herr Weber tut ihr leid. So einsam und ungepflegt sollte kein Mensch leben, findet sie. Sie möchte aber nicht aufdringlich sein. Also greift sie zu einer List. »Herr Weber, ich soll ein Referat über Volksmusik halten. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich dachte, Sie könnten mir helfen.« Herr Weber lächelt. Dann beginnt er zu erzählen. Von früher, von seiner Jugend und seinen Freunden. Laura hört ihm gespannt zu. Herr Weber ist plötzlich gar nicht mehr seltsam. Er ist einfach nur ein alter Mensch. Er hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Eigentlich ist er ganz nett. Laura will wiederkommen und ihm im Haushalt helfen. Dann könnte sie dort auch unbesorgt Tee trinken.